damit grüß euch und Servus zur Nummer 31. Mann! Hey! Hallo, grüß Anna. Das war ein bisschen knapp, mein Spätzle. Ja, weil 1,5 Meter messen sie noch an. Nein, wenn Sie wollen, können Sie es gerne auf Kamera anschauen. Ja, also beim nächsten Mal einfach ein bisschen mehr. Dankeschön. Gut, schönen Tag noch, Wiederschauen. Wenn ich sowieso ab. Mein Gott, ich wollte gerade meine Hand auswerfen. Da habe ich extra schon signalisiert, dass er warten soll, hab auf die Pferdl gezeigt, fahrt er trotzdem nur vorbei. Immerhin ist er langsamer gefahren. Also wenn da Pferde sind, dann braucht man nicht nur das Überholen anfangen. Also so leid werde ich glaube ich nie verstehen. Warum lauft sie neben am Gehweg? Ihr könnt's auf dem auch laufen, das tut nicht weh. Boah, ihr Hutzgrippin, macht's das Licht aus. Danke. Es gibt zwei Arten von Leid, die ich im Dunkeln nicht mag. Die gar nicht erst ihr Licht anmachen und die Leute, die ihr Fernlicht anlassen. Es ist zwar schön mit Fernlicht zu fahren, das sieht man schön viel, aber der was entgegenkommt, der sieht gar nichts mehr. Ja, das war jetzt effektiv. Ach ja, wie oft haben wir jetzt in meine Videos schon einen Schutzstreifen gehabt? Der Name kehrt eigentlich geändert, weil schützen tut der überhaupt nichts. Das Problem ist halt einfach, die Leute orientieren sich an die gestrichelten Linien, fahren da entlang, da kannst du das mit die 1,5 Meter vergessen. Das funktioniert nicht. Also ich sprich jetzt mal für mich, ich darf mich jetzt sicherer fühlen, wenn da überhaupt keine Linien warten. Weil dann müssen die Leute selber schauen, was 1,5 Meter sind, haben keine irgendeine Linie, wo sie sich daran orientieren können, da darf ich mich sicherer fühlen. Eine bessere Option war halt natürlich noch, wenn man als Radlfahrer einen separierten Radlweg kriegen darf, aber wenn kein Platz da ist, macht's zumindest, meine Meinung jetzt, die Linien weg, ich darf mich dann zumindest sicherer fühlen. Immerhin klappt es mit die 1,5 Meter bei der Dame vor mir mit dem Kinderanhänger, bei mir hat es irgendwie nicht so ganz hingehauen. Naja, also komm. Das wäre aber ein schöner Gang. Da will einer abbiegen. Bleibt er stehen? Bleibt er nicht stehen? Bleibt er stehen? Ja, stehen bleiben ist er, aber schon halbert auf dem Radlweg, da muss ich trotzdem bremsen und ausweichen. Darfst du eher warten, darf's er schneller gehen. Und was das soll, fragt's mir nicht, ich weiß das auch nicht. Niemand hat die Absicht, auf dem Gehweg zu parken. Aber es sieht man ja, er hat einen Warnblinker an, also hat er Panne, ganz eindeutig. Mann, was machst du? Sie fährt wieder 5 Posten auf
Was mir an der Situation so irritiert hat, die hat geschaut, die hat mir ins Gesicht geschaut und trotzdem ist losgefahren und dann ist trotzdem zusammenzuckt. Hey, schaut mal, wer der Straßenseite gewechselt hat, damit dann die Fußgänger in die andere Richtung auch noch was von seiner Blockade haben. Bevor man die Straße überquert, schaut man nach links, nach rechts und wieder nach links. Und wenn nichts kommt, kommt man drüber. Das funktioniert aber leider nicht, wenn da eine Ampel steht. Dann ist das eine Themaverfehlung. So, damit habe ich es für heute auch schon wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen und es war keine Themaverfehlung für euch. Wenn's wollt, könnt ihr gern wiederkommen in 2 Wochen. Wir sehen uns, macht's es gut, pfiat euch.